Hallo meine Freunde, ich bin Sevenaik. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv Sevenaik. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Okay, also der Plan oder was hier passiert ist, scheint mir relativ offensichtlich. Jetzt nicht so Sherlock Holmes mäßig schwer zu kombinieren zu sein. Und zwar hat jemand den Prototyp gestohlen, alle Gäste aus dem Zug und hat den Zug dann irgendwo anders hingefahren. Jetzt ist nur mein Thema, wir haben hier keine Abzweigung. Das heißt, wenn er in Bridlington war, und da wissen wir, dass er da war, da ist ja der reiche Typ ausgeschrieben. Er ist nach Evesham gefahren. Wir haben ihn hier gesehen. Hier ist er verschwunden. Alternative ist, ich bin hierhin zurückgefahren, aber ich kann ja den Zug nicht aus den Schienen heben. Da hört dann doch die Physik ein bisschen auf zu funktionieren. Wir wissen ja, der gute Sherlock ist immer sehr physikalisch korrekt. Würde ich gern hier mit dem Stationsvorsteher sprechen. Bridlington-Vorsteher, genau. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Schauen wir uns so genau an. Wir sehen, er ist noch recht jung. Also entweder ist er bestechlich deswegen, oder man kann ihm halt ein X für ein O vormachen. Saubere Kleidung, auch noch frisch am Weg. Vorschriften, okay, also er ist echt grün hinter den Ohren, würde ich sagen. Und Tintenflecken. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Sind Sie das? Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line.
Okay, was war What ein did the telegram Chesterfield? say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Okay. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay. Bahnhof Chesterfield. Okay. Also, Tippfehler. Also wenn das Gauner sind und jetzt ein Telegramm gefälscht haben, dann Spalt im Boden. Was ist da hinten? Das Papier. Ha. Da sehe ich mir. The Dann. insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Okay, Versicherungssumme 15.000 Pfund. Autonomer Stromgenerator. Okay, da möchte ich doch mit Herrn Dingenskirchen nochmal drüber sprechen. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station Große, master just schön, stands dass here du da doing bist. nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station master, Uns I hat jemand believe einen that the Zug geklaut. regulations state that any passenger luggage should große be taken to the Eisenbahnraub. luggage room. I'll do it right away, sir. Und Sorry, sir. den lösen wir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. So, Mr. Robinson. Müssten wir in unserem Archiv nachschauen. Ja. Ich habe so eine Vermutung, was passiert ist. Wir haben hier Mr. Robinson, der einen super teuren Prototypen zum Stromproduzieren in dem Zug transportiert hat und den an eine Gruppe Chilenen verkaufen wollte. Und ich habe das Gefühl, die Chilenen haben den Zug geklaut. Jetzt hat sich der Zug nur in Luft aufgelöst. Das ist noch ein Problem. Und irgendwo zwischen Bridlington und Evesham. Hier soll er verschwunden sein. In Chesterfield waren wir noch nicht. In Bridlington wurden die Passagiere gebeten, den Zug zu verlassen. Was eben für den Eisenbahndiebstahl spricht. Hier haben wir auch einen Stationsvorsteher. Hier sehen wir ihn durchs Fenster. Der gerade erst angefangen hat. Mit dem Job. Das heißt, den können wir bestimmt im Zweifel beeindrucken. Oder er konnte beeindruckt werden. Was ist da hinten? Da ist auch nochmal ein Lager. Hier können wir keine Ersatzlokomotive bauen. Und ja. Noch. Oh, ist der Zug rausgefahren. Na gut. Dann gehen wir nach Chesterfield. Und versuchen herauszufinden, was hier gespielt wird. Was ich hier cool finde, Holmes liest in seinem Notizbuch tatsächlich. Und dieses Notizbuch ist dann auch hier unser Notizbuch. Das war genau die Seite, auf der er war, die er gelesen hat. Löse das Rätsel. Wissen wir nicht, warum es nur die Chilenen waren. Das ist genau. Das ist ja auch die Frage. Ich glaube nicht. Bin mir noch völlig unsicher.
also warum es passiert ist. Aber ich glaube, da wir hier, wenn wir mit dem Zug hier lang fahren, ihn entweder hier im Steinbruch versenken können, aber da hätten wir ihn gefunden, und hier sich in Luft aufgelöst hat. Ich glaube, dass der Zug nie von Nottingham losgefahren ist. Wenn, dann rückwärts weg. Und dass die hier eine Zugattrappe oder so und sowas dann haben verschwinden lassen. Aber ja. Oder einen zweiten Zug. Aber nee, eine Zugattrappe kann man... egal. Ich bin mir noch nicht sicher. Kann man eine Zugattrappe? Ja, wir hatten Nebel bei Nacht. Das kann schon gehen, wenn ich so die Headlights baue. Aber ich bin mir noch unschlüssig. Aber das wäre so... Angler-Werbeplakat. Fishing advertisement. Best fishing in the land. This bin is full of empty bottles. Leere Flaschen im Müll. Hallo? Sind Sie der... Okay. Hallo, Station. Ich hab... Okay, dieser Stationsvorsteher macht eher den Eindruck wie... How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Partynacht. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Schauen wir uns den mal genauer an. Also ja, die Nase sieht schon so ein bisschen durch aus. Augenringe. Saubere Kleidung. Mhm. Auch verheiratet. Da dann auch mal eine kleine Tankstelle für unterwegs dabei. Ein kleiner Flachmann. Was haben wir noch? Ah, Angler ist er. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange... What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Doof. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay, also. Finden wir raus, was er so weiß. Also. Die waren auf jeden Fall Absicht.
Wir wissen nicht, ob der hier war oder nicht. Das müssen wir uns noch überlegen. Da brauchen wir Hinweise, zusätzliche. Ich glaub's nicht. Aber ich kann es nicht beweisen. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Das ist wiederum ein Hinweis, dass jemand anderes das Telegramm geschickt hat, wenn er das Morse-Alphabet brauchte. I had thought... Und abgucken musste. Dann vielleicht auch noch vertippt hat. Ah, will I ever get any peace? Jetzt erstmal. Schauen wir uns noch kurz an der Station um. Hier Fahrgäste? Nein, aber Gepäck. Das Problem ist das Gepäck. Gute Frage. Hat er auch hier eine Werkstatt? Warehouse. Hat eine Draisine. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Okay. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Hab ich auch schon but- gemeint. Oh, Holmes, I'm a little confused. Das hier weist darauf hin, dass da einer eine Zuckertrappe gebaut hat. Dichter. Das mit der Zuckertrappe finde ich. So, wir machen das Zugexperiment. Das Zugexperiment. Wir bauen eine Zuckertrappe. Dann bauen wir mal eine. Was können wir noch montieren? Räder brauchen wir noch. Anderen Seite. Da fehlt noch ein, oder? Hier fehlt noch eins. Bremse sollten wir auch montieren. Noch. Licht sollten wir vielleicht noch einbauen. Och, das I should use the appropriate object here. Holz rum. Passendes Objekt. Was müssen wir noch verbauen? I should use... Ich sehe es gerade wieder nicht. Och komm. Ach, hier ist ein Brett. Okay. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. So.
We need to attach a headlight and a steam whistle. Okay, dann holen wir uns mal eine Dampfpfeife und da lag doch ein Scheinwerfer. Ja, da war ein Scheinwerfer und da ist eine Dampfpfeife. Aber brauchen wir nicht einen Dampfkessel um eine Dampfpfeife? Oder wenigstens einen Reiskocher oder sowas? Und dann können wir hier montieren. I need something long for the headlight to be attached. Also gut, wir brauchen was Langes. Haben wir doch bestimmt noch einen Stecken, Stab, sonst noch was. Dein Stecken und Stab tröste mich oder so. Hier, langer Stab. Perfekt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr hat eine Lokomotive gebaut. So einfach ist es. Auf geht's. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Dann können wir den The headlight is Scheinwerfer... attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Ich hätte jetzt einen Reiskocher genommen oder so, aber wir können natürlich auch einen Feuerlöscher nehmen. Es gibt auf jeden Fall eine schönere Sauerei. Also brauchen wir einen Feuerlöscher. Lag da noch ein Feuerlöscher. Lösche ich das Feuer mit dem Feuerlöscher, dann ist... Da ist einer. Super. Jo, das Rätselschwein. Aber das Rätselschwein ist an meinem anderen... In meinem echten Streamzimmer. Aber hier... The fire extinguisher. Now let us see what we have here. Das sieht doch aus wie eine gute Lokomotive. Wir können die Pfeife benutzen. First of all, let us pump the pressure inside the The steam whistle is ready to be used. Das sieht gut aus. Ja. Okay, wir fahren, das funktioniert. Da kriegen wir jetzt einen Zug hin. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. Gute Frage. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Das ist natürlich wahr. Wir haben ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wir können den Zug entweder hier in den Ding laden oder hier zurückfahren. Die Frage ist, wir müssen ja immer noch von den Schienen kriegen. So einen Zug findet man. Irgendwann. Hoffe ich doch. Also. Der Zug hat Äffchen nie erreicht. Das wissen wir. Hier mit den Chilenen, das wissen wir. Aber Chester viel passiert hat oder nicht, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht, aber wir wissen es nicht. Wie immer. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt wollen wir in unser Archiv, das wir mit den Koffern haben. Oh, das stand bei der Kutsche, ne? An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.